was jetzt auch sehr wichtig ist, auch der Dialog mit den Leuten, die mit Graffiti nichts zu tun haben. Ja? Mit diesen Leuten, die dann vor einem Tag sagen und sagen, das ist scheiße, aber dann daneben ein Bild ist und sagen, oh, das finde ich aber super. Wir wissen aber gar nicht, dass ein Bild eigentlich aus dem Tag entstanden ist. Ja? Dieser Dialog ist uns wichtig, auch für Aufklärung. Ja, wir sind Land der Ideen, Deutschland Land der Ideen. Wir haben keine Ressourcen, wir haben kreative Leute und die sollte man fördern. Okay. Ich habe noch ein Interview. Sie erkennen, dass Ihr Kind ein Graffiti-Sprüher ist, Interview 2. wenn die Kleidung nach Farbe riecht oder farbverschmiert ist. Vorsicht! Und noch ein. Ihr Kind spricht anders, benutzt oft englische Worte, zum Beispiel Tag für Kürzel. Ihr Kind spricht doch anders. Es benutzt englische Kürzel für Worte, zum Beispiel Tag für Unterschrift. Vorsicht! Okay, super. Super. Danke. Schnittbilder hier. Stopp, auf Stopp drücken. Aber nimm doch noch ein bisschen mit. Mir ist gerade noch ein Bild gekommen. Guck mal hier so. Wir haben als erstes mal hier aus der Bild-Zeitung von einem Soko-Leiter der Eltern erklärt, für unser Intro ist das ist jetzt noch kein Interviewteil, der erklärt besorgten Eltern, woran man erkennt, dass das Kind eventuell ein Sprayer sein könnte. Ihr Kind führt ein Sammelalbum, ein Blackbook, mit Graffiti-Entwürfen mit sich. Ihr Kind führt ein Sammelalbum mit Blackbook, was war das? Mit Graffiti-Entwürfen. Mit Graffiti-Entwürfen in sich. Okay, nicht. Okay, nochmal. Yeah. And you know when the Stipa, the little one arrived, was born, they put like Sueña. You know, every artist can see something different, or everybody We wanted can. to make it like, you know, there's a lot of objects and a lot of aspects of this picture. So, you know, everybody when looks at it, maybe the crown is important for somebody, maybe the jungle is important, maybe the universe. You know, everybody can pick something which makes them think, and also the connections between them. Es gibt ja immer noch eine 30-köpfige GIP. Die waren auch hier auf dem Gelände irgendwie mit Fotografen vor 1-2 Tagen. Ja. Um Recherchen anzustellen, welche Styles man Genau, um wiedererkannt. zu Fotos zu machen, vielleicht ein paar Leute aufzunehmen. Schließ dich mit deiner scheiß Mühle. Hier ist alles vorhanden. Deswegen Graffiti ist ja ein Universum. So. Hier sind Berliner New Schooler, Berliner Oldschooler, Berliner Kings und Berliner Toys, alle auf einen Platz versammelt und alle arbeiten zusammen. The border between street art and graffiti is really close to each other, but still graffiti is a completely different kind, more letters, and street art is basically something like this, where everybody can. It's a message in it, I would say. I wouldn't say that in a graffiti wall with a lot of letters there are no messages, but with street art you can reach more people, I think.
sind so Striche, weißt du, man sieht das ja nicht, was du genau machst, gerade weil wir also kann der Zuschauer nicht wirklich orten. Das können wir zusammenschneiden mit einem anderen Ding dann von der Total. Ich bin total illegaler. Will ich noch Aufträge malen und muss ich mich trotzdem bedeckt halten oder bin ich komplett legal? Ja, also, und von den komplett Legalen, da haben wir halt von den Charaktersprühern gerade mal den Gino Fuchs am Platz stehen, der so einer der Bekanntheiten oder Berühmtheiten hier ist. Wir wollen ja sowas Ähnliches wie eine Schleuse sein, sodass wir Qualität reinschleusen und halt das andere draußen bleibt. Natürlich muss das hier auch so eine Fläche werden, wo die Jungs, die noch gar nicht richtig malen können und erst in die Kultur reinwachsen, dass die etwas mitkriegen von den Regeln, dass die Älteren die Jüngeren unterstützen. Ja? Also sowas wie Generationenzusammenhalt gibt es auch in der Graffiti-Szene. Egal ob mit dem Finger oder mit irgendwas. Geht sogar teilweise besser, wenn du es so mit der Hand machst, halt, so wie das ist. Weil du einfach mehr am Gefühl hast, weißt du? Ich habe ja nicht mehr viel Zeit, weißt du? Morgen muss ich auch wieder arbeiten. Das ist halt beschissen. Ja, da geht wahrscheinlich mehreren so. Ich hoffe ja noch. Dieser Markt wächst auch, ja, dass erfahrene alte Sprüher Jugendlichen in Schulen und bei Projektwochen und sowas einfach Graffiti-Unterricht geben. Ja. Und das geht zwar immer über einzelne Stellen, aber bei der Lobbyarbeit und bei dem, was wir hier jetzt machen, Graffiti-Lobbyarbeit, ist es auch schon ein Ziel, dass wir versuchen, diese Bildungsarbeit zu etablieren, so dass es ein normales Angebot in der Schule oder in einem Freizeitheim ist, zu sagen, ich kann mir auswählen, ob ich irgendwie eine Stunde oder 2 Stunden in der Woche Graffiti haben will oder mal eine Projektwoche. Jetzt ist es so ein Einzelgegrabe, aber da geht es hin und da sind viele, die Talent haben und die man fördern könnte, aber die müssen wir halt erstmal finden, ja, und die müssen uns erstmal finden. I think there are also a lot of computer games where a lot of kids are just absorbed into it, and it wasn't like this 20 years ago, and more people spread their word on the streets, and now it's on the internet, basically. You know, I think it's moving to somewhere else. It's yeah. You don't have to be on the streets. No. Kreativität und ist nicht unbedingt diese Schublade Sitze zerschlitzen und Scheiben zerkratzen. Ja. Graffiti, wie man hier sieht, kann auch sein, an der Wand stehen und 5 Tage lang schön zusammen malen und Spaß haben. Ja. Muss ja nicht unbedingt illegal sein. Es geht ja auch um Qualität. Also wenn man solche Plätze wie hier freigibt, die New York Times schreibt, dass Berlin ist Graffiti-Hauptstadt der Welt. Ja. Ja, mit kleinen Kindern bin ich oft didaktisch. Muss ich ehrlich gestehen. Die lehren. Es gibt ganz viele verschiedene Töne von Grau. Man glaubt es gar nicht, wie viele verschiedene Graus sie erfunden haben. Aber wir haben nur ein paar legale Wände, was soll das? Und dann beschließen die Politiker 2005, dass die Gesetze verschärfen hier, machen einen Anti-Graffiti-Kongress, verschärfen die Gesetze, geben uns aber keine Flächen. Sie müssen mal, das ist eine Jugendkultur und Jugendkulturen müssen gefördert werden. Ja? Das steht im Gesetz drin.
Okay, how How do you see street art in graffiti? yeah, how do I see the graffiti scene in the future? Well, I think it will still exist, of course. The street art. The street art maybe is growing more and more, and the graffiti part is going in the background. And also, I mean, you can buy every stuff in shops for the graffiti supplies and everything, and it's more like a business today, I think, than it was like 20 years ago. And I think in the next 20 years it will be much more worse in a way. Or But on the other hand, I think maybe it will find the right place in the city. For example, a lot of kindergartens are painted. Yeah, so the city can use it for good reasons, to make it more colorful. and to make it more live, yeah, the whole grey city To give maybe a personality to a city. will bloom with graffiti and street art more and more. For me, a really special event, because it's the first time that I do something like this, and that I have a legal big wall and got Bit Paint sponsored, and we can do this together, and it's really nice. Yeah, and even, you know, having nice conversation with the other artists. And it was really good exchange, just art in an artist way. Yes. Like, you know, helping each other and still like a community, I think. When anybody needed something, it was okay to ask for that. Yeah, it's good company here, and it's nice to meet all these people and talk to them, and they're from everywhere around the world, and it's just, yeah, it's nice that something like this exists to connect the scene and melt them together in a way.